Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier und in diesem Video geht es wieder um das Thema dekoratives Bepflanzen von Glasgefäßen mit Kolumi. Und in diesem Video habe ich mich dafür entschieden, dass ich diese Oncidium, und zwar ist es genauer gesagt die Oncidium Compact Jost, in ein rundes Gefäß einpflanze. Sollte ein relativ großes Gefäß sein, zumindest ein bisschen größer als der Ursprungstopf. Und hier die Odontoglossum Cheyenne in ein eckiges Gefäß einpflanze. Und hier ist es ebenfalls so, das Gefäß sollte etwas größer sein als der Ursprungstopf. Meine Idee ist jetzt von dem Bepflanzungssubstrat, von der Farbe her, für die Oncidium die passende Farbe einmal gelb zu verwenden. Dann, weil hier ja noch viel Grün vorhanden ist, ebenfalls hier etwas Grün mit einzubauen. Das Thema Grün wird auch hier vorkommen bei der Odontoglossum Cheyenne. Ich drehe sie mal um, dass man die Blüte auch schön sehen kann. Allerdings hat die Blüte selbst ja noch Rot und Orange in der Blütenfarbe, sodass das dann auch natürlich zur Geltung kommen soll, thematisch. Das heißt, unten grün, dann rot, dann orange, eventuell wäre auch möglich, dass man orange macht und dann rot. Aber ich würde sagen, die Farben, die überwiegen, sollten von unten nach oben kommen und das, was ein bisschen vorhanden ist, dann ganz oben. So ist die Idee und so würde ich das dann an und für sich erst einmal einpflanzen. Doch zunächst, bevor man mit dem Einpflanzen beginnt, muss man wie im letzten Video auch dafür sorgen, dass die Orchideen aus dem alten Substrat kommen. Deswegen stelle ich jetzt einfach mal die Gefäße hier zur Seite. Später braucht man eine Schere, um die Tüten aufzumachen. Ich nehme mir hier eine Schale mit lauwarmem Wasser und kann dann hier praktisch die Pflanzen vom alten Substrat abspülen. Die sind eingepflanzt in Kokossubstrat. Und die Wurzeln schauen alle super aus und auch hier ist ein Neutrieb zu sehen. Das ist später entscheidend beim Einpflanzen. Ganz wichtig ist, dass man hier ganz sauber und ordentlich arbeitet. Diesen Holzstab braucht man erst einmal nicht mehr. Kann man für eine andere Orchidee verwenden. Und dann ist man hier ganz vorsichtig am Abspülen. Kann man auch unter einem fließenden Wasser machen, Gartenschlauch, so wie ich das bei der letzten Pflanze gemacht habe, was ich euch nicht gezeigt habe, was ich einfach an der Seite von der Kamera gemacht habe. Und dann spült man das Ganze gut ab. Mit einem Gartenschlauch ist das Ganze noch ein bisschen effizienter. Hat dann den Vorteil, dass das dann wirklich richtig schön sauber wird und auch zwischen den Wurzeln praktisch das ganze Substrat entfernt wird. Ich denke aber auch nicht, dass das allzu dramatisch wäre, wenn noch kleine Reste vorhanden sind, weil das sollte eigentlich nichts ausmachen. Jetzt wird die Pflanze natürlich ein bisschen hin und her geschüttelt, aber macht nichts. Man sieht hier die wunderschönen weißen Wurzeln mit dem tollen Neutrieb und schon mal ein gutes Zeichen. Vor allem auch, weil die Wurzeln schön lang sind, ist das auch für das Thema Kolumi super. Man könnte diese Pflanze jetzt auch völlig problemlos in ein Orchitop einpflanzen. Ich habe nämlich noch passenderweise ein durchsichtiges Orchitop. Und dann kann ich euch zeigen, wie einfach das wäre. Einpflanzen, die Wurzeln reichen bis ganz nach unten. Würde an und für sich ganz cool ausschauen, aber ich will das ja in ein Glasgefäß einpflanzen. Und so gesehen wäre das dann natürlich etwas uncool, weil ich habe es anders geplant. Die Oncidium wäre jetzt soweit fertig zum Einpflanzen. Ich lege sie jetzt mal ganz kurz zur Seite. Jetzt kommt nämlich die Cheyenne. Und hier ist es dann auch wichtig, dass man das sauber wegspült alles. Auch hier den Stab kann man weg. Die anderen beiden kleinen Stäbe, die sich hier noch befinden, kann man belassen. Das stabilisiert das Ganze. Und hier ist in dem Fall sogar das Substrat ein bisschen trockener. Sieht man an den Bulben, die sind schon etwas schrumpelig.
Dazu gibt es dann noch ein anderes Video, warum bei sympodial wachsenden Orchideen es vorkommen kann, dass die Bulben schrumpeln. Das Ganze kann man ruhig ein bisschen auflockern. Wenn da durch ein paar Wurzeln verloren gehen, ist das gar nicht mal so schlimm. Aber ich denke mal, hier diesen Stab, den muss ich doch auch entfernen. Einfach, um zu verhindern, dass ich nicht aus Versehen doch die Blüte abbreche, weil das Ganze doch ein bisschen empfindlich ist. So. Wichtig ist auf jeden Fall lauwarmes Wasser zu nehmen oder zimmerhandwarmes Wasser, wie man es so gerne auch mal ausdrückt, weil sonst nimmt die Pflanze natürlich auch Schaden. Wenn das Wasser zu kalt ist, dann kriegt sie Probleme. Wahrscheinlich muss ich hier bald, wenn ich jetzt noch eine dritte Pflanze machen würde, das Wasser austauschen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so dramatisch ist, wenn da jetzt noch ein bisschen Reste Substrat vorhanden sind. In dem Fall ist ja Kokosubstrat, ist ja selber sehr, sehr langlebig und ich denke, von daher wäre das gar nicht mal so schlimm. Hier ist noch so eine alte Bulbe, die kann man abmachen, wenn sie denn abfallen würde, und kann man sie einfach nutzen zum Weitervermehren. So. Vielleicht mache ich hier auch kurz den Stab weg. Hier sind noch ein paar alte Wurzeln mit drin. Das kann eigentlich auch alles erstmal weg. Das ist wahrscheinlich noch der Wurzelteil, der beim Pikieren vorhanden war. Also alte Wurzeln bei solchen Sachen, die längerfristig eingepflanzt sind, kann man ruhig entfernen. Das ist alles nur ungünstig, wenn es dann anfängt zu faulen in dem Kolomi-Substrat, weil man da ja gar nicht so schnell umtopft. Sonst nehme ich hier noch schnell die Schere. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Kann man jede übliche Haushaltsschere nehmen. Und weil ich jetzt hier noch ein bisschen Substrat an der Pflanze habe, kann ich das jetzt noch abspülen, damit das Ganze ein bisschen sauberer ist. Im Gegensatz zu Phalaenopsis muss man jetzt hier bei den Odontoglossum und Oncidium gar nicht darauf achten, dass irgendwo Wasser ins Herz kommen kann, weil es da nicht das gleiche Blattherzschema gibt, wie es bei den monopodialen Orchideen ist. Und deswegen ist es relativ gut. So, ich lasse das jetzt einfach so, weil sonst einmal dauert es zu lang und zum anderen bringt das dann auch nichts. So, die Schale kann jetzt erstmal wieder weg. Und jetzt kann als nächstes das Gefäß gefüllt werden. Ich beginne mit der Oncidium, weil das auch die erste war, die abgespült war. Hat zwar nichts damit zu tun, aber dann können wir da schon mal voranschreiten. Diese alten Substratreste, die kann man problemlos wegmachen. Kann man noch einen Rest ein bisschen abstreifen. Kann man auch nochmal kontrollieren, dass hier alle alten Wurzeln weg sind. Zur Not nochmal schnell die Schere nehmen. Alles, was vertrocknet und braun ist, abschneiden. Sind ja genug neue Wurzeln vorhanden. Und dann läuft man auch nicht Gefahr, dass da irgendwas anfängt zu faulen, was man ja nicht unbedingt haben möchte. So. Und es ist immer noch so, dass es weit genug ins Gefäß hineinpasst. So. Na. Jetzt ist das Ganze passend. Das heißt, hier fange ich am besten mit Grün an. Ich muss aber aufpassen, mehr als den grünen Beutel sollte ich nicht nutzen. Die Grundidee dafür war das Thema Dschungel, weil Dschungel sehr grün ist
Und schöne helle Farben sind ja meistens gelb. Bedeutet, hier passt das. Und bevor man die Pflanze reinsetzt, kann man natürlich unten erstmal so problemlos eine Schicht hineinfüllen. Wie gesagt, man darf es ja nicht andrücken und pressen, sondern einfach nur hineinrieseln lassen. So, und die andere Hälfte fülle ich dann mit Gelb auf. Ist aber gar nicht so schlimm, wenn jetzt hier das Substrat links und rechts runterfällt. Das sammle ich ja auf, weil ich wurde ja auch schon gefragt, ob man normale Pflanzen auch in dieses Substrat einpflanzen kann. Und so gesehen kann ich das dann aufsammeln und im nächsten Video einsetzen. So, das wäre jetzt das Thema Grün-Gelb mit Oncidium, passend zu der Pflanze. Theoretisch hier an der Blüte ist ja auch noch ein bisschen orange. Hätte man also auch noch mit dem Thema etwas spielen können. Und jetzt komme ich zur Cheyenne. Hier ist das gleiche Schema. Unten fange ich mit Grün an. Die Wurzeln wachsen auch schon schön runter. Wenn ihr jetzt hier so ein gelbes Blatt habt, also hier so gelbes Blatt, das kann weg, weil das ist etwas, was als nächstes faulen wird. Und so gesehen fangen wir jetzt erstmal mit Grün an. Als unterste Schicht. Da nicht mehr allzu viel Grün vorhanden war, ist das jetzt gar nicht mal so dramatisch, weil ich habe ja noch andere Farben. Dann habe ich ja gesagt, das nächste Farbthema ist Rot. Beziehungsweise die nächste Farbe ist Rot. Muss man immer aufpassen. Muss man immer aufpassen, dass alle Wurzeln drin sind. Auf jeden Fall haben die Katzen auch ihren Spaß, wenn da die Steinchen runterfallen. Bin schon gespannt, wann die erste Katze hier hochspringt. Ich hab's doch gewusst, das ist wie Kommando. Hallo Sagi. Und es war nicht mal eingeübt. Und den Rest fülle ich jetzt einfach mit Orange auf. Dann ist auch praktisch dieses Thema fast schon erledigt. Hier am Rand kann man jetzt erstmal nicht andrücken, nur so verteilen und schauen, wo noch was fehlt. Und dann wäre praktisch auch dieses Farbenthema erledigt. Und das nenne ich jetzt, wie nenne ich das? Feuer. Cheyenne, Feuer. Genau. So, jetzt hat man einmal hier das Feuerthema und das Dschungelthema. Ich finde eigentlich zwei ganz coole Kombinationen. Und so kann man das dann lassen. Wichtig ist auch, dass man die Pflanzen, wenn das jetzt so sympodial wachsende Orchideen sind, etwas mehr an den Rand setzt, statt direkt in die Mitte, sodass dann der Neutrieb wieder mehr Platz hat zum Wachsen. Es wäre jetzt gar nicht mal so schlimm, wenn es hier der nächste Neutrieb kommt und dann irgendwann über den Topf hinaus wächst, wenn das, je nachdem was es für eine Pflanze ist, die schneller wächst zum Beispiel. Also hier hat der Neutrieb noch Platz, können noch 2, 3 Neutriebe kommen und dann ist es eigentlich ganz gut. Weil auch bei sympodial wachsenden Pflanzen
kann es passieren, dass die jetzt nicht nur hier in diese Richtung wachsen, sondern es kann ja noch in die andere Richtung von der Altbulbe ein weiterer Neutrieb kommen. Genau, so viel dazu. Ihr seht hier blüht meine Psychopsis, dazu gibt es das nächste Video. Dann seht ihr, blüht hier die Amaryllis, die überwinterte Amaryllis. Und auch die zweite Zwiebel ist am Blühen. Sobald die dann ein bisschen weiter aufblüht, in 2-3 Tagen geschätzt, kommt das nächste Video. Das war das Video Orchideen, Thema Dschungel und Fire, Cheyenne Fire oder Indian Fire. In der Glasvase angepflanzt mit dem Substrat Colomi. Und im nächsten Video erkläre ich euch den Orchitop und mache das dann hier mit einer dieser Orchideen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video und tschüss.